Ja, hallo, liebe Leute. Neues Tutorial, neues Glück. Ich habe ja letztlich diesen Makers Cube da generiert, habe mir gedacht, sowas kann man bestimmt auch mit dem Tetraeder machen und ist nicht ganz so easy, wie das mit dem Makers Cube ist, aber es funktioniert auch, wenn man halt da ein bisschen recherchiert. Ich habe natürlich vorher ein bisschen hin und her probiert. Jetzt möchte ich euch da die Lösung zeigen. So, ich mache mal gerade oben die Anzeige an, was ich denn hier für Tasten drücke. Und wir sind, wie gesagt, in FreeCAD. Und ich habe eine neue Datei habe ich schon erzeugt. Ich erzeuge eine neue Zeichnung, beziehungsweise neuen Body. Aber wenn ich hier eine neue Zeichnung mache, macht er mir direkt auch einen neuen Body und fragt mich, wohin. XY Plane ist genau richtig. Und dann legen wir hier los und erzeugen ein Dreieck. Tetraeder besteht ja, wie gesagt, aus Dreiecken, gleichseitigen Dreiecken. Und das sind 4 Stück, wenn ich richtig liege. Ne? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Stück. So, ich lege hier los, erzeuge das Dreieck. Und das wird natürlich waagerecht, diese Strecke hier. Und die geht wieder bis zum Endpunkt. Dann machen wir einfach diese 3 hier gleichseitiges Dreieck. Schwupp. Und dann möchte ich da noch 2 Strecken einzeichnen. Eine von hier zum Mittelpunkt und die zweite zu diesem Punkt. So, ich habe vergessen, vorher die auf Konstruktionslinien zu zeichnen. Kann ich jetzt nachträglich machen. Selektieren, einmal hier draufklicken. Ich glaube, wir müssen aber dahin. Ne, Quatsch, das ist schon richtig. Dann werden die blau und dann kann ich die einfach auch beide selektieren. Die haben die gleiche Größe und jetzt ist das Dreieck schön zentriert. Dann brauchen wir nur noch eine dieser Seiten hier zu bemaßen und das soll 100 mm soll die Kantenlänge sein. So, da haben wir unser Dreieck und aus dem Dreieck mache ich jetzt ganz einfach eine Aufpolsterung. Und jetzt habe ich mir bei Google ein paar Sachen angeguckt, damit ich weiß, wie hoch ist denn so ein Tetraeder. Und wenn der 100 mm Kantenlänge hat, dann ist der 81,65 mm hoch. So, das tippe ich hier einfach ein und dann ist das Ding fertig. So, dann selektiere ich einfach diese 3 Strecken hier, diese Kanten und erzeuge da einen, lass die abschrägen, aber nicht mit dem Winkel, mit dem Abstand hier, sondern ich gebe ein Distance und Angle. Ich habe hier das auf Englisch stehen, warum auch immer. Also Abstand und Winkel. Und dann können wir den Winkel definieren. Den habe ich auch in YouTube nachgeschaut. Der ist 19,47 Grad. Da ist der Winkel drin und die Länge, die ist auch 81,65, aber wir tippen hier jetzt nicht 81,65, sondern 64, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das mag er nicht. Das heißt, dieser Wert hier, hat zu viele 9. Da müssen wir also einen 9 wegnehmen, gucken und schon klappt das. So, das heißt, das Ding hat jetzt hier oben so eine ganz, ganz kleine Abfläche und hier unten auch. Das soll uns aber nicht weiter interessieren. Ich selektiere jetzt hier eine solche Seitenfläche und erzeuge da eine neue Konstruktion drauf. Das klappt aber nicht. Deshalb, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen zaubern. Und zwar, erstmal müssen wir in den Part-Modus. Das heißt, in den Part-Modus das Teil selektieren, den Körper und dann über Formteil muss ich gerade schauen, Create Copy Form aufbereiten. Das aufrufen. So, das habe ich mir aber einfach gemacht. Ich muss dafür nicht in den Part-Modus. Ich habe mir das hier hin kopiert, damit ich das direkt hier machen kann. Das heißt, ich selektiere den
Body und habe die Funktion, die ich sonst über Part hin und her selektieren muss, die habe ich mir einfach hier hingelegt. Und da ist die Kopie. Aus dieser Kopie mache ich nun einen neuen Körper und da ist der Body 002 und mit dem können wir jetzt weiterarbeiten. Also Fläche selektieren, Zeichnung und da kommt natürlich jetzt ein Kreis rein, der wird hier auf dieser Mittellinie platziert und damit das jetzt auch korrekt wird, ich gehe jetzt her, ändere das hier alles, dass es blaue Konstruktionslinien sind und zeichne ein Dreieck ein. Und zwar, da ist das natürlich auch hier auf der Linie, da geht das bis da, da geht das bis da, da geht das wieder bis zu diesem Punkt. So, der ist waagerecht, das ist völlig korrekt. Die drei, die selektiere ich, die sind natürlich auch gleich. Und die, jetzt muss ich nur hierher gehen und einmal die Länge definieren. Das mache ich ruhig mit dieser hier, also nicht mit da. Die Länge 100 mm und dann muss der hier nur noch dahin geschoben werden. Da können wir jetzt reinzoomen und dann sieht man hinterher auch, wo die Ungenauigkeit liegt bei diesem Tetraeder. Aber für den 3D-Druck ist das sowas von piep egal. Da sieht man schon so ein bisschen da. Da ist die Ungenauigkeit. Aber so genau scheint das hier gar nicht zu gehen. Das heißt, das sollte schon genau genug sein. Ich selektiere diese Kante, dann zoomen wir wieder rein, bemaße das zu dieser Kante und minus 9,62 mm. Das wird jetzt so genommen. Und das ist jetzt genau genug. Dann können wir einfach wieder diese blauen Linien da einzeichnen, wie auch in der ersten Zeichnung. Das heißt, zu dem Mittelpunkt und zu diesem Endpunkt hier. Die 100 hier, die ziehe ich mal noch so ein bisschen raus. So, die beiden sind natürlich wieder gleich. Und schon hat der Kreis genau den richtigen Mittelpunkt. So, dann können wir den Kreis bemaßen. Das mache ich aber über Durchmesser. Der kriegt einen Durchmesser von 50 mm. Wir schließen das Ganze und lassen den jetzt da reinschneiden. So, das heißt hier mit der Tasche, können wir auch hier wählen, Tasche und 5 mm ist genau richtig. OK drücken. So, nun können wir diesen Kreis kopieren, Steuerung C. Und dann muss man sich überlegen, was selektiere ich hier, damit ich nur noch diesen Catch 01 aktiv habe. Kann man sich folgendermaßen merken. Pocket ist die ich gerade damit erzeugt habe. Und der Körper darüber ist Base Feature. Also selektiere ich Base Feature und schon habe ich nur diesen Sketch 01. Einmal OK drücken. Wir brauchen auch jetzt hier für die nächsten 2 Kreise nicht mehr da reingehen, weil das zeige ich euch, wie das am einfachsten geht. Das heißt, ich habe den kopiert, drücke STRG V, habe hier den zweiten Sketch, sehe den auf den Körper, dann ist der hier so schön drin. Und jetzt können wir den platzieren. Wir können das hier einklappen und wir selektieren diese Fläche. Einmal die Fläche einer Skizze einer Fläche zuordnen. Also hier ist jetzt alles wieder in Deutsch. Das ist schon toll. Okay, liegt wohl an der 019er Version, dass es hier zum Teil in Englisch ist. So, dann haben wir Sketch. Nein, ich möchte den Sketch 002 nehmen und OK drücken. Flatface und wir können den aktivieren. Dann sieht man, ja, der ist das. Doppelklick auf die Zeichnung
Mag er nicht. Doch, jetzt hat er es. Dann ändern wir einfach das Maß hier auf 40 und schließen das Ganze. Machen auch eine Tasche. Hier über die Taschefunktion und die wird jetzt 9 mm, geht die da rein. So, das heißt, die geht jetzt nicht hier, das sind die 9 mm, sondern von außen rein. Also die 5 plus 4, also ist das hier 4 mm, dieses Maß hier. Okay, weiter im Text, wieder STRG V drücken, die hat er noch in der Zwischenablage, den dritten Sketch, den ziehen wir auch in den Körper, können nun die nächste Bohrung platzieren. Das heißt wieder selektieren und hier eine Skizze einer Fläche zuordnen. Sketch 3, OK, Flatface und OK drücken. Einmal Doppelklick, das Maß ändern. Das werden jetzt 30 mm für das letzte Loch und schließen. Dann können wir hier auch eine Tasche machen und die wird jetzt 13 mm, also diese 9 und noch weitere 4 mm rein und okay. So, erste 3 Bohrungen fertig. So, jetzt drücken wir wieder STRG V, haben eine neue Zeichnung, schieben die wieder in den Körper und jetzt merkt man, dass es nicht ganz so einfach bleibt, wie es hier war. Das heißt, ich selektiere diese Fläche hier, gehe auf diese Zuordnung hier, wähle Sketch aus, Sketch 4 und wir wählen wieder Flatface. So, da ist sie drauf, wir können sie selektieren, dann sieht man erstmal, stimmt die nicht und also die können wir so nicht nehmen. Was können wir machen? Wir selektieren wieder die Fläche, wählen die Funktion noch einmal, Sketch 04 und wählen diesmal aber hier Inertial CS. Und OK klicken. Jetzt sieht man, die ist richtig so von der Ausrichtung, aber viel zu hoch. Also Sketch aufrufen. Wir suchen uns nun die andere Ansicht aus. Das heißt, wir drehen das Ganze, können hier hin und dann sehen wir hier diese 9,62 mm, die sind falsch. Wir ziehen also das alles hier runter und gehen hier wieder her und schauen, dass wir das so richtig wie möglich schieben. Ich will das jetzt gar nicht bemaßen hier im Einzelnen. Ich denke, das ist genau genug, was ich hier ausgewählt habe. Aber damit es hinterher nicht nochmal verschoben werden kann, dann gehe ich wieder in diese Ansicht, dann kann ich auch diese Punkte selektieren. Und zu dieser mache ich eine Bemaßung und das sind minus 28,87, einfach eintragen, fertig. So, dann haben wir das Ding da drin, können die Zeichnung schließen, eine Tasche, nichts passiert, also umgekehrt auswählen und 5 mm, okay. So, dann wieder, jetzt machen wir nicht wieder STRG V, sondern wir kopieren uns diese gerade erzeugte Zeichnung, drücken da STRG C, hier jetzt Pocket 3, davor das war Pocket 2, also selektieren wir hier Pocket 2, die machen das Häkchen da weg und schon haben wir nur diese Zeichnung selektiert, OK und STRG V, da ist die Zeichnung wieder in den Körper reinschieben, den hier einklappen, damit wir nicht so viel Platz wegnehmen und da ist die Zeichnung drin. Die muss jetzt auch wieder auf diese Fläche gelegt werden. Und das machen wir wieder hiermit und wieder, wie gehabt, Sketch 5 und dann wählen wir Inertial CS. Das lässt er so bei, behält er so bei, das ist auch wunderschön. Wir drücken OK und einmal öffnen und dann haben wir hier die 50 mm. Wir brauchen das gar nicht sehen. Doppelklick, Klick 40 mm und schließen
Und nun können wir das auch da rein schneiden. Umgekehrt und die 9. Und schon sieht man, ja, das sieht gut aus. Okay, dann geht es weiter. Nächste Zeichnung. Jetzt können wir wieder einfach das STRG V nehmen. Wir müssen also nicht neu kopieren. Dann das in den Körper reinschieben. Doppelklick. Die 50 werden 30 mm. Und der wird auch hier dran gebunden. Und Sketch Nummer 6. Okay, Inertial CS. Okay, Sketch 6. Wir können den kurz einzeichnen lassen. Dann sieht man, der ist richtig. Das heißt, auch da eine Tasche. Jetzt wieder die 13 mm und auch wie bisher umgekehrt. Und okay. So, dann haben wir die Seite auch fertig. Das heißt, wir machen jetzt direkt weiter. STRG V, wieder neuer Sketch. Schieben wir in den Körper rein und tippen einfach diese an hier und Sketch 07, Inertial CS. Können wir kurz aktivieren, da sieht man, der stimmt. Den brauchen wir nicht nochmal verschieben. Das heißt, wir machen hier wieder eine Tasche. Diesmal brauchen wir nicht den umgekehrt zu machen. Das stimmt wieder. Das heißt nochmal Steuerung, erstmal OK drücken, Steuerung V, Körper, Zeichnung in den Körper schieben, selektieren und wir schieben den auf den Sketch 08 dorthin. Inertial CS und Doppelklick. Das wären jetzt die 40 mm. Schließen und die Tasche. Moment, irgendwas stimmt da nicht. Da hat er das irgendwie auf. Da muss natürlich eine 5 rein. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Und den nehmen wir jetzt, machen da auch eine Tasche. Und die werden wieder die 9. Okay. Und dann nochmal kopieren, in den Körper schieben. So, den können wir hier schön einklappen, dass es schön kurz bleibt hier. Und der wird jetzt auch hier auf diese Fläche geschoben. Sketch 9, Inertial CS und Sketch selektieren und das wären jetzt die 30. Schließen und eine Tasche und 13 mm. So, jetzt haben wir schon fast alle fertig. Jetzt muss das noch hier unten hin. Versuchen wir es, ob wir es hinbekommen. Das heißt, wir drücken STRG V. Ne, wir müssen erst beenden hier, dann STRG V. Nächster Sketch wieder in den Körper schieben. Selektieren die untere Seite und platzieren auch hier jetzt diese neue Sketch 10. Auch wieder mit Inertial CS. Okay, einmal kurz anzeigen lassen. Jo, das sieht gut aus. Das heißt, auch da wieder eine Tasche. Da müssen wir wieder umgekehrt wählen, dass es reinschneidet. 5 mm. Dann wieder STRG V, Sketch in den Körper und können wir jetzt gerade vorher mal fix die 50 hier auf die 40 ändern. Ach, da waren wir doch, ne? Ich glaube schon. So, schließen wir die Zeichnung. Jo, das sieht gut aus. Wir müssen die aber jetzt noch da reinsetzen. Du nimm bitte die Zeichnung Nummer 11. Inertial CS. Dann können wir die jetzt anzeigen lassen. Jo, sieht gut aus. Und Tasche, das sind wieder die 9 und umgekehrt.
Okay. Und jetzt der letzte, der Mohikaner. Das heißt nochmal Steuerung V, Zeichnung in den Körper hinein und die selektieren. Sketch 12. Okay, Inertial CS. Dann nicht vergessen, dort auch den Radius zu wechseln auf die 30. Schließen und noch eine Tasche produzieren, auch natürlich wieder umgekehrt mit 13 mm. So, und fertig ist der Makers Tetraeder, nenne ich ihn mal ganz einfach. Da bleibt eben in so ein schönes Dreieck stehen, so wie beim Makers Cube in so ein Würfel stehen bleibt, kann man ganz gut als eine Trophäe oder sowas erzeugen. Das heißt, wenn ich das jetzt mal in der Aufsicht sehe, dann sieht das so aus. Seitenansicht so. Jetzt kann man ja in FreeCAD ganz gut solche Sachen verschieben. Das heißt, ich gehe auf Transformieren und drehe das Ding hier ganz einfach um 180 Grad. Einmal OK. Und jetzt könnte ich hier noch so einen Fuß dran machen und dann könnte ich so eine Trophäe machen. Und ich sage euch, das Teil ist so mit diesen Winkeln durchaus druckbar ohne Support. Ist zwar nicht das Nonplusultra an Druckqualität, aber wenn man das Ding dann schleift, schön Silber spritzt oder sowas, sieht das schon cool aus. Gut, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Tutorial hier weitergeholfen. Wenn euch solche perversen FreeCAD-Videos interessieren, dann lasst gerne ein Abo da und würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt, die 1000 Abonnenten zu knacken. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern, da bin ich schon kurz davor. Gut, dann wünsche ich alles Gute, schönen Abend und viel Spaß beim FreeCADen. Tschüss!